Einen wunderschönen guten Tag, meine US-Options-Trader. Dies ist ein neues Video-Update am Freitag, den 13.07.2012. Und ich hoffe doch nicht, dass wir für heute abergläubisch sein müssen, an diesem Freitag, den 13. Als allererstes möchte ich jetzt auch noch kurz mich entschuldigen, dass das letzte Freitagsvideo verspätet an Sie herausging. Das liegt einfach im Moment daran, dass ich mich hier im Urlaub in Malaysia befinde und die Internetverbindung teilweise nicht gut genug ist, um dementsprechend dann auch gleich Videos und dergleichen über das Verlagstool hochladen zu können, sodass es dabei jetzt leider etwas technische Probleme gab. Aber für heute haben wir das alles schon dementsprechend geregelt und Sie werden Ihr Video auf jeden Fall rechtzeitig bekommen. Die Tonqualität bitte ich ebenfalls zu entschuldigen. Es ist einfach hier in meinem Hotelzimmer eine schreckliche Tonqualität, aber ich denke doch, es ist wichtig, dass Sie dieses Video von mir erhalten, auch wenn mit schlechterer Tonqualität, aber Sie bekommen es von mir. Und wie gewohnt möchte ich jetzt mit Ihnen kurz die letzten paar Handelstage beleuchten. Rückblick auf meine Wochenausgabe vom letzten Mittwoch und den Ausblick für die nächsten Tage. Und da zeige ich Ihnen jetzt gleich als allererstes den Dow Jones. Hier habe ich für Sie den Dow Jones im Tageschart. Dieses Bild kennen Sie von der letzten Wochenausgabe und ich hatte Sie schon darauf hingewiesen, dass ich damit rechne, dass wir eher weiter fallende Kurse bekommen. Das haben wir auch jetzt in den letzten 2 Tagen gesehen. Das heißt, wir haben mittlerweile in den letzten 6 letzten Handelstagen sinkende Kurse gesehen. Das spiegelt sich hier auch wieder in dem MACD, der jetzt ein Verkaufssignal nach unten gekreuzt hat. Und meine Vermutung, dass wir eher sinkende Kurse erhalten, stammten einfach noch aus diesem Hoch von der Stochastik. Hier, dass wir hier eine Topfbildung haben, hier ein Überkaufbereich in der Stochastik. Dieser Überkaufbereich arbeitet sich nun ab. Das war ja auch meine These bei der letzten Wochenausgabe. Weiter sinkende Kurse, Überkaufbereich muss ich erst abarbeiten. Wie weit wird es runtergehen? Ich vermute hier, dass die 200-Tage-Linie wohl doch hält. Sollte es nicht halten, so wie wir es Anfang Juni auch gesehen hatten, dann dürfte jedoch diese Trendlinie, die aus dem Jahr 2009 stammt, dass die wohl doch hält. Es hat sich hier ein aufsteigender Keil gebildet. Das ist an sich eine Umkehrformation. Das heißt, sie wird in der Regel entgegen des Trends aufgelöst. Das heißt, wir haben hier einen Aufwärtstrend und wenn wir eine Umkehrformation haben, dann erwarten wir, dass die nach unten aufgelöst wird. Hier sind wir ja durchbrochen. Das heißt, es ist alles von der charttechnischen Seite her genau so, wie es sein soll. Es ist nur die Frage, wie weit geht es runter bis zur 200-Tage-Linie, das wären 12.450 Punkte oder eventuell nochmal ungefähr 50 Punkte weiter, das ist ungefähr hier bei 12.400. Dann dürfte es wohl doch hier mit Abwärtsbewegung zu Ende sein und ich vermute, dass es dann weiter nach oben geht. Das ist so mein Rückblick und die Prognose für die nächsten Tage. Sie erinnern sich daran, letzte Woche hatte ich Ihnen den BPI von der NYSE gezeigt und auch im S&P 500. Das Bild hat sich nicht geändert. NYSE ist nach wie vor auf Bull confirmed, auch Nasdaq ist auf Bull confirmed und S&P 500 ist nach wie vor auf Bear Correction. Wer da nochmal genaueres zu wissen möchte, schauen Sie sich doch einfach das Video von letzter Woche an. Das ist nach wie vor genauso gültig.
Deswegen zeige ich das jetzt hier auch nicht noch einmal genau. Das heißt, wir sind jetzt im Moment auf Tagesebene, geht es noch weiter runter. Ich gucke auch noch kurz für Sie in den S&P 500 rein. Tagesbasis. Hier hatten wir ebenfalls einen Aufwärtstrend seit Ende Mai bzw. Anfang Juni nach dieser starken Korrektur, die wir hatten. Hier wird allerdings im Moment diese Trendlinie getestet. Wir sind zwischen 22 und 50er Tageslinie. MACD hat auch hier zum Verkaufssignal gekreuzt. Stochastik baut sich ab. Hier kann es allerdings runtergehen bis zu 1300 Punkten. Ich schätze mal, diese 1300 Punkte sind beim S&P 500 jetzt maßgebend, ob die halten. Ansonsten sehen Sie hier unten schon eine Trendlinie. Das zeige ich Ihnen jetzt auf Wochenbasis. Hier sehen Sie diesen kurzfristigen Aufwärtstrend. Langfristiger Aufwärtskanal haben wir hier seit 2009. Sollte es wirklich beim S&P 500 weiter runtergehen, dann werden wir den Test hier auf diese Linie sehen. Und auch hier sind wir zwischen 1200 und 1300 Punkten ungefähr. Das dürfte wohl so die Benchmark sein für den S&P 500, bevor es dann nachhaltig wieder nach oben geht. Ich hatte Ihnen ja versprochen, dass ich mit Ihnen gemeinsam noch einen Blick auf die Goldminen werfe. Die Goldminen, ja, sie wollen einfach immer noch nicht so richtig hier in die Potte kommen, wie ich immer so schön sage. Ich finde aber hier die Entwicklung auf Monatsbasis ganz interessant. Schauen Sie sich das einmal an. Das hier ist der GDX, das ist der ETF von den Goldminen auf Monatsbasis, die letzten 10 Jahre. Sie sehen, wir hatten in den letzten 10 Jahren 2008 hatten wir ein Tief ungefähr bei 22 Punkten und danach ging es steil nach oben, bis es dann einfach 2011 mehr oder weniger stagnierte, eine Seitwärtsbewegung und es dann 2012 nach unten ging. Das war die Bewegung bis jetzt. Status haben wir, dass wir hier bei 40% eine Art Bodenbildung haben. Das finde ich eine ganz wichtige Entwicklung und wenn Sie sich das mal anschauen von der Stochastik her, sind wir hier sieht das ebenfalls nach einer Bodenbildung und einer leichten Aufwärtsbewegung aus. Und jetzt vergleichen Sie doch mal einfach hier 2008 Bodenbildung, hier allerdings eine starke Aufwärtsbewegung auf Monatsbasis, aber von der Stochastik her sind wir hier in einem ähnlichen Bereich wie 2008. Aufgrund von dem rechne ich damit, dass sehr wohl die Goldminen sehr schnell jetzt mal hochkommen werden. Diese Bodenbildung, es geht vielleicht noch mal hier in den Juli, aber ich denke mal spätestens dann, wenn Quantitative Easing kommt von der Federal Reserve, der US-Notenbank, werden wir hier eine Aufwärtsbewegung sehen. Und das Potenzial, wenn man sich hier anschaut, wir hatten hier ein Tief, sagen wir mal um die 20 Punkte und ein Hoch auch ungefähr um die 60 Punkte, jetzt ganz grob gesprochen, dann waren das eine Verdreifachung des Kurses. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben hier ein Tief bei 40, selbst wenn wir nicht von einer Verdreifachung sprechen, sondern von einer Verdoppelung auch nur ausgehen, dann sind wir immerhin bei über 75 hier, ungefähr in dem 80-Punkte-Bereich. Das ist das Potenzial, was uns die Goldminen bieten. Im Moment sieht es noch nicht so gut aus für die Goldminen. Was dahinter steckt, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Charttechnisch sieht es für mich aber jetzt wirklich nach einer Bodenbildung aus und die werden hier irgendwann, die Investoren werden hier zuschlagen. Für Gold selber gehe ich auf den GLD, auf den ETF und zeige ich Ihnen das dann gleich noch. Hier sehen Sie nun den GLD.
Das ist der ETF auf den Gold. Und hier ebenfalls im 10-Jahres-Chart, Monatschart, und diese blaue Linie, das ist die 22-Monate-Linie und die pinkfarbene hier die 50-Monats-Linie. Was aber wichtiger ist, ist hier zu sehen, die 22-Monats-Linie war hier seit 2006 doch eine sehr gute Benchmark, die immer wieder getestet wurde oder über der Goldpreis notiert hatte. Jetzt sehen Sie hier, das ist jetzt der Monat Juli, das hier ist Juni und das hier ist Mai. Insgesamt hatten wir seit Mitte 2011 eine Seitwärtsbewegung, dann Anfang 2012 ging es abwärts. Hier scheinen wir eine Bodenbildung zu haben seit Mai, Juni, Juli. Im Moment sind wir zwar für den Juli unterhalb der 22-Monatslinie. Wenn wir uns die Stochastik ansehen, dann sind wir hier bereits im überverkauften Bereich und wir sind sogar schon weiter unten, als wir es 2008 waren. Ja, 2008 hier bei Gold genau das gleiche Bild, was wir bei den Goldminen auch hatten. Und Sie sehen hier, was für ein Potenzial wir hier hatten bei Gold. Und jetzt nach dieser Abwärtsbewegung, wenn wir jetzt hier für Juli eine Bodenbildung haben, die Stochastik hier dann wieder dreht. Sie sehen, das kann auch relativ schnell gehen. Einen Monat niedrig und dann hier im nächsten Monat geht es sehr schnell nach oben, sodass wir hier für den Gold-ETF sagen können, es ist wichtig, dass hier die insgesamt 150er Marke bestehen bleibt und von da aus geht es dann weiter nach oben. Gut, das soll es nun für heute sein. Ich möchte das Video nämlich nicht noch länger machen, sonst habe ich wieder Probleme beim Hochladen. Und nun möchte ich Ihnen ganz einfach ein schönes Wochenende wünschen und wir hören und lesen voneinander wieder nächste Woche. Bis dahin eine schöne Zeit.